Mein Ex-Mann hat mich oft angegriffen, da hatte ich ein Baby im Arm. Ich hatte Todesangst. Ich bin dankbar für meine Erfahrungen. Ich glaube, ich habe dadurch auch unheimlich viele Menschen helfen können. Ich bin Katja, 29 Jahre alt, vom Beruf Sozialarbeiterin und studiere jetzt Soziale Arbeit, Sozialpädagogik. Ich bin in Südafrika geboren und dort auch groß geworden. Als meine Mutter gestorben ist, war ich 3 Jahre alt. Mein Vater hat mich dann zur Adoption freigegeben. Ich bin dann von meinen Großeltern aufgenommen worden, aber mein Großvater war auch Alkoholiker. Mein erster Ehemann habe ich durch die Kirche kennengelernt. Also da meine Familie ziemlich gläubig war, wurde so ein bisschen darauf bestanden, dass wir heiraten und dann zusammen einziehen. Er hat sehr viel getrunken, war sehr aggressiv und ja, das wusste ich halt vorher nicht. Und ich wurde dann recht schnell schwanger und dachte, wenn das Baby da ist, dann ändert er sich. Es gab ganz, ganz viele Momente in der Ehe, wo ich wirklich um mein Leben gefürchtet habe und um das Leben meiner Kinder. Er hat oft gedroht, mich umzubringen. Ja, er war halt ein Psychopath. Der hat mit Messern nach mir geworfen, seine Pistole mal rausgeholt und mich bedroht. Er hat gedroht, mich vom Fenster zu werfen. Ja, es war einfach irgendwie dauerhaft, einfach Angst. Die Polizei hat mir da wenig geholfen. Ich habe mehrmals versucht, mich zu trennen, aber nie richtig durchziehen können. Es schmerzt auch besonders, wenn man jemanden liebt und diese Person einem sowas antun. Wir sind dann Mitte 2016 nach Berlin gezogen. Anstatt dass es sich gebessert hat und anstatt dass er wirklich einen Entzug gemacht hat und so weiter, hat es sich eigentlich verschlechtert. Mein Ex-Mann hat mich oft angegriffen, da hatte ich ein Baby im Arm. Da konnte ich nicht wirklich viel machen, um mich zu wehren. Da wollte ich eigentlich nur meine Kinder beschützen. Es gab Situationen, da habe ich mich ins Schlafzimmer mit den Kindern eingeschlossen und da hat er die Tür reingetreten. Ich hatte Todesangst. Es wurde halt immer schlimmer, immer gravierender. Also Kinder sind Kinder und der ist sofort wegen Kleinigkeiten dann ausgerastet. Also wenn das Kind irgendwie gestolpert ist und nicht aufstehen wollte, hat ihn dann am Hals hochgehoben und hat ihn dann angeschrien, ich reiß dir deinen Kopf ab. Meine Tochter war ein Schreibaby. Ich musste mal nachts auf Toilette und habe meinen Ex-Mann darum gebeten, auf sie kurz aufzupassen. Ich kam dann aus der Toilette raus und sah einfach, wie er ein Kopfkissen über ihren Kopf gehalten hat. Ich habe dann natürlich sofort geschrien, was um Gottes Willen machst du da? Seine Antwort war einfach ganz platt, ich will einfach nur, dass sie aufhört zu schreien. Da habe ich dann gesagt, so, das reicht mir jetzt. Also lieber ohne Vater aufwachsen als mit so einem. Als ich mich dann wirklich entschlossen habe, so jetzt mache ich einen Cut endgültig. Da hatte ich eine ganz, ganz tolle Arbeitgeberin, die war von Beruf auch Sozialpädagogin. Sie hatte mir halt dann auch in Deutschland halt ganz viele Tipps gegeben, wo ich denn überhaupt Hilfe holen könnte. Da habe ich ganz viele tolle, hilfsbereite Leute kennengelernt, aber auch viele, die nicht so hilfsbereit oder sehr hart mit mir umgegangen sind. Beim Frauenhaus hatte ich auch mehrfach angerufen. Da wurde mir auch einfach mal gesagt, ja, gehen Sie in ein Hotel, weil wir haben keine Plätze frei. Was ich mir gewünscht hätte, wäre einfach grundsätzlich mehr Verständnis von den Behörden. Wenn du in einer gewalttätigen Beziehung bist, würde ich dir raten, alles zu dokumentieren, alles zu fotografieren und von Anfang an ehrlich und offen mit Polizei, mit Behörden und allen Zuständigen zu sprechen. Lass dich nicht verunsichern und bleib einfach bei deiner Wahrheit und deiner Geschichte. Also mein Neustart in Deutschland war ja erstmal ziemlich turbulent. Als ich dann den Cut gemacht habe und mich entschlossen habe, für meine Kinder weiterzumachen, kam tatsächlich mein Mann ins Spiel, mein jetziger Ehemann. Niklas und ich kennen uns schon seit Kindheitstagen. Meine Familie ist einmal im Jahr nach Deutschland gereist. Katja war für mich schon immer eine Art Gefühl. Jedes Mal, wenn meine Mutter die Mitteilung machte, hey, die Südafrikaner kommen, war das für mich jedes Mal so ein kleiner Herzhüpfer. Haben damals schon Liebesbriefe geschrieben und haben da schon gesagt, wir heiraten irgendwann mal. Kurz nach der Trennung hatte er angeboten, dass er für ein Wochenende vorbeikommt und mir die Kinder abnimmt. Dann hat es halt gefunkt und seitdem sind wir zusammen. Ich erwarte jetzt mit Niklas unser erstes gemeinsames Kind und wir freuen uns unheimlich, diese Reise einmal zusammen durchmachen zu können. Die Tatsache, dass wir jetzt heute verheiratet sind, das ist so ein verrückter Traum. Ich habe
in meinem ganzen Leben noch nie so eine starke Frau kennengelernt. Die meisten Männer hätten an der Stelle vielleicht sich das genau 2- oder 3-mal überlegt, ob sie das überhaupt durchziehen wollen. Und für mich war es von Anfang an so eine Entscheidung, das ist es. Egal wie anstrengend es wird, egal wie herausfordernd, ich habe diese Entscheidung an dem Abend getroffen und auch nie wieder darüber nachgedacht oder das in irgendeiner Form hinterfragt. Das hat den Neustart natürlich sehr erleichtert. Beruflich war es so, dass mein Lehramtsstudium in Südafrika nicht anerkannt wurde hier. Somit habe ich dann entschlossen, hier in Hamburg nochmal zu studieren und studiere jetzt Soziale Arbeit, Sozialpädagogik. Im Sozialarbeiterischen bin ich in 2 Bereichen tätig. Einmal im Frauenhaus und dann auf der anderen Seite bin ich in der sozialpädagogischen Familienhilfe tätig. Da unterstütze ich Familien, wo eine Kindeswohlgefährdung im Raum steht. Beruflich motiviert es mich, einfach Menschen zu helfen und Stück für Stück in der Gesellschaft etwas zu verändern. Also wir als Patchwork-Family unterscheiden uns, glaube ich, einfach dadurch, dass wir fast nicht wie eine Patchwork-Family sind. Die Kinder werden nächste Woche einbenannt, also die bekommen dann auch den Nachnamen von meinem Ehemann. Viele Patchwork-Familien machen klare Unterscheidungen zwischen leibliches Kind oder nicht leibliches Kind und da muss ich sagen, hat Niklas wirklich das größte Herz, was ich jemals kennengelernt habe. Wir sind richtig bunter Haufen, der jetzt ja noch größer werden wird im nächsten Jahr. Aber ich bin sehr stolz auf diesen Haufen. Von der Gesellschaft wünsche ich mir grundsätzlich mehr Empathie für Menschen, für ihre Situationen. Man weiß nie, was der Mensch gerade durchmacht. Kostet nichts, ein guter Mensch anderen gegenüber zu sein. Ich bin auf jeden Fall dankbar für meine Erfahrungen, weil die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Ich glaube, ich habe dadurch auch unheimlich viele Menschen helfen können, die ich vielleicht ansonsten nicht hätte helfen können. Also ich finde, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass egal wie schwierig die Umstände, wie schwierig die Vergangenheit, dass man trotzdem noch das eigene Leben selbst in der Hand hat. Also wenn ich der Welt einen Satz mitgeben könnte, wäre es: You can't choose the cards you've been dealt, but you can choose how to play the hand. Also dass man die Karten nicht selber aussuchen kann, aber dass man selber entscheiden kann, wie man damit spielt.